Hiring? Aren't you tired of hoping the right candidates see your job posts and apply? Kennst du das? Du bist so müde, dass du eigentlich nur noch ins Bett willst. Aber seltsamerweise bist du gleichzeitig zu müde, um aufzustehen. Und YouTube sagt, nur noch ein Video. Klar, so wie nur noch ein Keks. Und wir wissen beide, wie das ausgeht. Herzlich willkommen bei Neovara. Ich bin Wolfgang und Nachteule seit Geburt. Meine kreativen Hochzeiten sind zwischen 20 und 3 Uhr morgens. Herrlich ruhig, niemand stört. Der Preis? Manchmal 5 Stunden Schlaf und ein Termin um 7.30 Uhr. Das fühlt sich an, als würde man mit Hausschuhen joggen. Und dann gibt es noch den Big Boss Fight, kurz vor dem Bett. Soll ich jetzt ins Bad oder nur noch ein Video? Aber jetzt kommt mein Lieblings-Lifehack zu diesem Thema. Zähne zuerst. Ich putze möglichst gleich nach dem Abendessen. Effekt 1. Wenn mir auf der Couch die Augen zufallen, gewinnt das Bett gegen die Couch 3:0, denn die Zähne sind ja schon geputzt, also kein großer weiterer Aufwand mehr. Effekt 2, spätes Essen, das berühmte Betthupferl. Das gibt's nur, wenn ich die Zähne nochmal putzen will. Das will ich aber nicht. Also Snackverhandlung beendet. Heute geht's mal nicht darum, früh ins Bett zu müssen. Wir üben nur den Anflug und die Landung. Weißt du, was meine innere Diskussion zuverlässig stoppt? Ein ganz einfacher weiterer Lifehack. Ich stelle den Timer bei meiner, ich sage jetzt nicht den Namen des Geräts. Kein Drama, keine Willenskraftrauferei, nur ein kleiner Countdown für die Landung. Ich kann euch das auch mal zeigen. Eigentlich möchte ich ja für dieses Gerät keine Werbung machen, aber es ist halt einfach für viele Dinge so praktisch. Den Timer stelle ich immer bei ihr und das geht viel schneller als auf meiner Uhr oder auf dem Küchentimer. Zum Demonstrieren nehme ich jetzt aber nur 20 Sekunden. Stellt den Bettgehen-Timer auf 20 Sekunden. Bettgehen-Timer 20 Sekunden, ab jetzt. Wenn der Timer-Alarm losgeht, wird ohne weitere gedankliche Diskussion die Arbeit beendet, die aktuelle Tätigkeit wird abgeschlossen oder der Browser mit den YouTube-Filmchen wird zugemacht. Der Computer wird heruntergefahren. So merkt der Kopf, okay, Finale. Dein Bettgehen-Timer ist zu Ende. Stopp. Das war's schon. Der Timer macht aus, eigentlich sollte ich eine klare Abfolge, ganz ohne Innenverhandlung. Und ja, normalerweise stelle ich ihn auf 5 Minuten. Heute nur kurz gezeigt, damit du siehst, wie es abläuft. Und natürlich kannst du deine Armbanduhr oder den T-Timer nehmen. Das ist völlig egal. Bereit für die Landung? Dann geht's gleich weiter. Weißt du, was mich früher am meisten frustriert hat? Ich habe es endlich geschafft, rechtzeitig ins Bett zu gehen und konnte dann nicht einschlafen. Und je länger ich lag, desto lauter wurde der Kopf. Warum schlafe ich nicht? Morgen bist du müde. Genau da habe ich gemerkt, das Problem ist nicht nur, wann ich ins Bett gehe, sondern wie groß mein Schlaffenster ist. Wenn ich viel zu früh im Bett lande, fehlt schlicht der Schlafdruck. Also praktisch die Notwendigkeit fürs Schlafen. Ich habe deshalb etwas gemacht, das erst streng klingt, aber erstaunlich positiv sich anfühlt. Ich habe die Schlafenszeit ein bisschen komprimiert. Das beginnt am Morgen, nicht am Abend. Ich habe mir eine feste Aufstehzeit eingebaut, sowas wie einen Anker. Der Punkt ist nicht militärischer Drill, sondern Konstanz. Der Körper liebt es, wenn er weiß, um diese Uhrzeit beginnt der Tag. Von dort rechne ich rückwärts und gebe mir so viel Bettzeit, wie
ich realistisch schlafe, plus eine kleine Pufferzone. Wenn ich meist um die 7 bis 7,5 Stunden schlafe, dann plane ich eben ungefähr 8 Stunden als Fenster ein. Nicht weniger als 7, ich will mich ja auch nicht quälen, aber eben auch nicht die Luxus-Lounge im Bett, wenn ich noch gar nicht richtig schläfrig bin. Was ist, wenn man trotzdem mal wach liegt? Dann kann man sich helfen, ohne daraus gleich ein Drama zu machen. Wenn man es nicht schafft, dann nicht auf die Uhr schauen, denn die Uhr macht aus Minuten nämlich kleine Monster. Stattdessen in sich hineinspüren, bin ich gerade wirklich wach oder nur unruhig? Wenn man merkt, ich komme nicht runter, dann leise aufstehen, etwas Langweiliges, Ruhiges, im gedimmten Licht machen, ein paar Seiten in einem harmlosen Buch, ein bisschen 4-6 atmen und dann erst zurück ins Bett, wenn man wieder spürbar schläfrig wird. Kein Handy scrollen, kein nur ganz kurz und nachts, wenn man mal raus muss, kein kleines Orientierungslicht, Blick weg vom Wecker, zurück ins Bett, weiter atmen, fertig. Auch kleine Gewohnheiten helfen, ohne dass man gleich sein ganzes Leben umbaut. Später am Abend liebt der Kopf warmes, indirektes Licht. Wenn es dunkler wird, steigt Melatonin. Melatonin ist ein Hormon aus der Zirbeldrüse und macht schläfrig. Helles, kaltes Licht, besonders Handy und TV, bremst die Ausschüttung. Beim Computer und beim Handy kann man übrigens das blaue Licht reduzieren, oft sogar zeitgesteuert, sodass das Licht der Bildschirme wärmer wird. Deswegen abends wärmeres, indirektes Licht. Bildschirmzeiten kurz halten und wenn möglich einstellen, dass abends der blaue Anteil des Bildschirmlichts reduziert wird. Zum Abschluss des Abends darf es einmal kurz etwas heller sein, das ist wie ein freundliches Schicht zu Ende. Große Getränke 1 bis 2 Stunden vorher beenden, ein kleiner Schluck direkt vor dem Schlafen ist aber natürlich okay. Und mein Lieblingstool für leichtes ins Bett gehen, das du ja schon kennst, Zähneputzen gleich nach dem Abendessen. Jetzt zu den berühmten Schlaf-Nachholen-Ideen. Ja, ein Powernap kann toll sein, kurz und früh. 10 bis 20 Minuten, am besten vor 15 Uhr. Alles, was in Richtung kleines Nickerchen wird zur Tiefschlafreise geht, klaut den nächtlichen Schlafdruck. Und wenn eine Nacht mal mager war, darf man am nächsten Morgen etwas länger liegen oder sich einen kurzen Nap gönnen, aber nicht beides und nicht jeden Tag. Am Wochenende gebe ich mir maximal eine gute Stunde plus. Mehr und mein innerer Eulenkompass verschiebt sich in die nächste Zeitzone. Ich stehe dann vermutlich schon mit den New Yorkern auf. Weil ich eine Eule bin und meine Christine übrigens auch, bleibt mein Kreativfenster abends erhalten. Ich nehme mir nur eine klare Endzeit. Nicht mal sehen, sondern heute ist um 1:30 Uhr Schluss. Und das macht erstaunlich frei, weil ich nicht gegen meinen Typ arbeite, sondern mit ihm, nur geordnet. Wenn ich am nächsten Morgen einen frühen Termin habe, lande ich am Vortag einfach 30 bis 60 Minuten früher im Bett. Nur an diesen Tagen, damit der Rhythmus insgesamt gleichmäßig bleibt. Und damit das Ganze nicht unkontrolliert im Nebel bleibt, sollte man zumindest 7 Nächte lang ein mini kleines Häkchenspiel machen. Kein Trekking-Wahnsinn, nur 2 Fragen am Morgen. Bin ich ungefähr zu meiner Landungszeit ins Bett? Und wie war die längste Wachphase in der Nacht? Kürzer als eine halbe Stunde oder länger? Mehr braucht man gar nicht wissen. Nach einer Woche sieht man dann, ob das Schlaffenster passt. Läuft es gut, gönnt man sich 15 Minuten mehr Bettzeit. Läuft es noch zäh, dreht man um 15 Minuten enger. Aber nie unter 6 Stunden. So findet man ein Fenster, das der Körper gerne füllt. Und genau dann wird Durchschlafen plötzlich wieder wahrscheinlich, nicht nur hoffentlich. Wenn das Schlafen von etwas Gravierendem gestört wird,
lautes Schnarchen, Atemaussetzer, kribbelnde Beine, starke Schmerzen, dann ist ein Profi-Blick wichtig. Unsere Stellschrauben sind super für Gewohnheiten. Medizinische Ursachen brauchen professionelle Unterstützung. Unterm Strich ist es also simpel: ein klarer Morgenanker, ein freundliches, passendes Schlaffenster, ein 5-Minuten-Timer als Countdown-Buddy und ein Abend, der nicht mit Kampf endet, sondern mit einer weichen Landung. So bleibt meine Eule eine Eule, nur ausgeschlafener. Da kann ich jetzt nur noch sagen: Liebe Schafe, ihr könnt zurück auf die Weide. Die Zählung fällt bis auf Weiteres aus. Und wenn es bei dir schon Schlafenszeit ist, na dann, gute Nacht.